lower than it is now, including the World Health Organization and the United Nations. Viele Individuen und Organisationen, wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation und andere wie die Vereinten Nationen, glauben, dass die optimale Bevölkerungszahl auf dem Planeten ungefähr 10% des jetzigen Standes sind. Depopulation tools include war, famine, disease, and infertility vaccines, which have been developed and used by the World Health Organization since 1974. Die Werkzeuge der Bevölkerungsreduktion beinhalten Krieg, beinhalten die Sterilisationen durch unter anderem Impfstoffe, die explizit designt wurden, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation, um Leute unfruchtbar zu machen. Also Hungersnöte, Krieg, Impfstoffe, alles Werkzeuge der Bevölkerungsreduktion. Just as an aside, because we're talking about food today, in 1985, the World Health Organization carried out a smallpox vaccination program. Im Jahr 1985 führte die Weltgesundheitsorganisation ein Impfprogramm durch. In Africa, and it said that the purpose of the program, forget smallpox. Es hieß eben, das eigentliche Ziel dieses Impfprogramms in Afrika ist nicht der Schutz vor irgendwelchen Krankheiten wie Pocken. It said in black and white, in writing, that the purpose of these vaccines which create infertility was to eliminate, and I quote, 150 million excess sub-Saharan Africans. Es hieß schwarz auf weiß in klaren Worten, dass das Ziel dieses Impfprogramms nämlich die Eliminierung war von 150, und das ist ein Zitat, sogenannten überschüssigen Afrikanern im Subsahara-Bereich, unter der Wüste. 150 Millionen sogenannte überschüssige Afrikaner sollten eliminiert werden. And in the Philippines recently, the World Health Organization was convicted by the High Court, the Supreme Court. In den Philippinen wurde die Weltgesundheitsorganisation von den Gerichten verurteilt, of involuntarily sterilizing through these same vaccines 3 million women Filipinos. Das Gericht hatte geurteilt, dass eben dieses Programm in den Philippinen dazu gedacht war, um 3 Millionen philippinische Bürger zu sterilisieren. So if you think this is conspiracy theory, think again. Also wenn Sie denken, dass es sich hier um Verschwörungstheorien dreht, dann sollten Sie nochmal drüber nachdenken. The big population control factor that we're going to talk about today is food. Das Werkzeug für Bevölkerungskontrolle und Bevölkerungsreduktion, über das wir heute sprechen, ist Nahrungsmittel. Everyone eats. Jeder von uns muss essen. And if your food is poisoned, you will die. Und wenn unser Essen giftig wird, dann sterben wir dran. And if your food is poisoned with profit-making chemicals and procedures like irradiation and pesticides, you will die generating a profit. Und wenn diese vergifteten Nahrungsmittel vergiftet wurden durch Substanzen oder durch Prozesse, die sehr viel Geld einbringen für die Konzerne, dann ist nicht nur der Fall, dass wir dann daran sterben, sondern wir sorgen auch für gewaltige Profite dadurch. And if your food is poisoned in such a way that you will generate, or your body will generate, the chronic degenerative diseases, wenn die Nahrungsmittel so entworfen wurden, dass sie diese chronisch degenerativen Krankheiten auslösen bei uns, then while you suffer and while you die and while you watch your children die, you will feed the coffers of the new feudal aristocrats. Also warum geben wir unseren Kindern diese Nahrungsmittel? Warum essen wir diese Nahrungsmittel selber, wenn wir dadurch diese feudalen Aristokraten, diese Oberschicht halt eben dadurch fördern? So how did this happen? Why do I have the words Big Pharma and US under food as a tool of depopulation? Warum steht nun hier Big Pharma, also die großen pharmazeutischen Konzerne, und USA hier unter dem Oberbegriff Nahrungsmittel? Here's why. Folgendes ist der Grund. Who has heard of Codex Alimentarius? Wer von Ihnen hat von Codex Alimentarius gehört? A few hands. Codex Alimentarius means food rules, and indeed food does rule.
Codex Alimentarius bedeutet so viel wie die Gesetze über Nahrungsmittel. Und sie hat jetzt ein Wortspiel angeführt, das ist schlecht zu übersetzen, aber es geht ja darum, dass Nahrungsmittel eben einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert haben natürlich. The term Codex Alimentarius goes back to the Austro-Hungarian Empire, where a set of rules were created so the courts could rule on food-related disputes. Der Begriff Codex Alimentarius geht zurück bis in den Bereich von 1897 bis 1911, in dem in Österreich-Ungarn, da wurden eben schon diese Standards gesammelt und akkumuliert und man war dann schon sehr, sehr fortgeschritten mit diesen Gesetzen. Now, let's go to almost modern history. Bewegen wir uns vorwärts in fast die neuere Geschichte. Has anybody here heard of the Second World War? Hat Just irgendjemand schon mal checking. von dem Zweiten Weltkrieg gehört? Okay. And have you heard of I.G. Farben? Ist Ihnen der Name I.G. Farben bekannt? Of course you have. And you know very well, probably better than I do, because Americans don't study this history unless they have to. Weil Amerikaner diese Geschichte in den meisten Fällen gar nicht lernen, außer wenn sie es müssen, wissen Sie wahrscheinlich besser Bescheid über Konzerne wie IG Farben oder Konglomerate wie IG Farben. That there was a man named Fritz Termeer who was the head of Bayer Pharmaceutical. We say Bayer. Fritz Termeer war eben der Vorsitzende von IG Farben und diesem Pharmazeutik-Konglomerat. Also man nennt es auch Bayer. And he was tapped to become the head of I.G. Farben. Man bot ihm eben diese Führungsrolle an bei IG Farben. Why the pharmaceutical industry was that important is the subject of another lecture, and I hope you'll ask me back. But now we're going to skip that part. Also die Frage die man sich stellen sollte, ist, warum wurde ausgerechnet jemand aus der Pharmaindustrie ausgewählt, um eben dieses Konglomerat IG Farben anzuführen? Except to remind you that properly used pharmaceuticals are the leading cause of death. Sachgemäß angewandte Medikamente sind der höchste, der meisten auftretende Todesgrund In the developed world. in den entwickelten Ländern. No accident. Anyway, Kein Zufall. Fritz Termeer went to jail along with 26 other IG Farben executives following the Nuremberg War Tribunals. Nach den Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg traf sich dann Fritz Termeer mit 26 weiteren ehemaligen Managern aus dieser Industrie. He and the others were in jail less than 4 years. Sie verbrachten weniger als 4 Jahre im Gefängnis. He got out of jail, he got a new set of clothes, a haircut, a new pair of shoes, and went back to work as the head of Bayer. Nach seiner kurzen Haftstrafe hat er sich einen neuen Anzug besorgt, einen neuen Haarschnitt und ging wieder zurück an die Arbeit. Now the food must have been pretty terrible in prison because he had a sudden awareness while he was there. Das Essen im Gefängnis muss ziemlich schlecht gewesen sein, denn ihm kam dann ein sehr, sehr zentraler Gedanke, als er im Gefängnis war. He must have said, oh my goodness, we didn't have to waste all that effort on the trains and the prison camps and the crematoria. Ihm kam der Gedanke, wir hätten gar nicht all dieses Material und diese Arbeitskraft einsetzen müssen mit den Zügen und den Lagern. All we needed was to control the food. Oh my. Wir hätten einfach nur die Nahrungsmittel kontrollieren müssen, das hätte gereicht. And so, he called together the other people who had been in jail with him, Also kontaktierte er die Leute, die mit ihm im Gefängnis waren, who were pharmaceutical executives, alles leitende Manager von Pharmakonzernen, now once again running the newly independent companies that had been broken out of IG Farben. und diese ehemaligen leitenden Manager waren dann die neuen leitenden Manager in der Industrie. And he said, boys, let's write a letter to the UN. Und er meinte, Leute, wir schreiben einfach jetzt einen Brief an die Vereinten Nationen. And he said, let's propose that the United Nations take over the world food trade. Lasst uns den Vereinten Nationen empfehlen, dass wir die Kontrolle übernehmen über die Nahrungsmittel auf der Welt. Hot dog, so to speak. Was für eine geniale Idee. And so, that letter was written, and Fritz Termeer took that letter to the United Nations. Fritz Termeer brachte dann diesen Brief zu den Vereinten Nationen.
10 years later, which is no time at all in the world of bureaucracies, 10 Jahre später, was keine sehr lange Zeitdauer darstellt in Bezug auf diese Bürokratien, the United Nations creates Codex Alimentarius Commission. also im Jahr 1962, 10 Jahre nach dem Brief, schufen die Vereinten Nationen dann die Codex Alimentarius Kommission. Jointly run and funded by WHO and FAO. Und diese Kommission war gegründet worden und wurde finanziert von der Weltgesundheitsorganisation und der FAO. Das ist die Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsorganisation. The next year, Codex begins its work. Ein Jahr später